Hello everyone, today is day 4 of our challenge. We are exploring Deswegen and talking about life after high school. I believe today's topic is something absolutely everyone can relate to. In today's world, it's hard to find anyone who hasn't finished school. For most of us, it was one of the best times of our lives. However, after graduation, we all find ourselves standing at a crossroads with an infinite number of paths ahead. Our future depends heavily on this choice. The job of parents and teachers is to guide young people and help them try out different fields so they can discover where they truly belong. Personally, I went straight to institute to study engineering right after high school, so I didn't take a gap year. What about you? Please share your stories in the comments. I'd love to hear about your unique experiences. Well then, let's go. Godspeed. Die Konjunktionaladverbien kausale Verknüpfung mit deswegen bedeuten, drückt eine logische Folge oder Konsequenz aus, zeigt das Resultat. Deutsche Entsprechung. Darum, deshalb, aus diesem Grund. Grammatische Position. Deswegen besetzt meistens Position 1 im Satz. Option 1. The comma link through a comma, around 50% of cases. This is the most popular option in both spoken and written German. The German language naturally leans toward merging short, cause and effect thoughts into one fluid complex sentence to make the speech flow smoothly. Subject, verb, andere Information, comma, deswegen, verb, subject, andere Information. Die Schule möchte eine fundierte Berufsausbildung absolvieren, deswegen informiert er sich rechtzeitig über alle Berufe. Viele junge Leute interessieren sich für ein Brückenjahr, deswegen vermitteln Agenturen Jobs im Ausland. Der Notardurchschnitt des Schülers ist leider nicht gut genug, deswegen kommt ein Medizinstudium für ihn nicht in Frage. Die Einrichtung bietet eine kostenfreie Verpflegung und Unterkunft, deswegen leistet der junge Mann dort seinen Freiwilligendienst. Einige Jugendliche wollen sich sozial engagieren, deswegen entscheiden sie sich für ein freiwilliges ökologisches Jahr. Option 2. At the beginning of a new sentence, around 35% of cases, this variation is used when the speaker wants to make a distinct pause and place a strong logical emphasis on the final result. It is incredibly common when writing essays, formal letters, and exams, or whenever you need to highlight a conclusion as a separate important point. Subject, Verb, andere Information, Punkt. Deswegen Verb, Subject, andere Information. Die Absolventen möchten nach der Schule zuerst durchatmen. Deswegen entscheiden sie sich für einen manche Bundesfreiwilliges-Dienst. Manche Jugendliche können sich ein Brückenjahr im Ausland nicht leisten. Deswegen absolvieren sie eine betriebliche Ausbildung. Der Bewerber möchte seine eigenen Ideen gewinnbringend einbringen. Deswegen sucht er einen modernen Ausbildungsbetrieb. Ein Praktikum hilft vielen Jugendlichen bei der Berufsorientierung. Deswegen machen sie ein Praktikum in einem Betrieb. Der Schulabgänger hat den erforderlichen Notendurchschnitt nicht erreicht, deswegen fällt ein direktes Universitätsstudium aus. Option 3. In the middle of the sentence, around 15% of cases. This option is more literally elegant and stylistically advanced. Learners use it less frequently at the B2 level, but incorporating it into your speaking or writing will instantly show the examiners that you have a deep, intuitive feel for the language. In this structure, the action itself takes center stage in position 1, while the causal link is subtly tucked away into the background. Der junge Mann leistet einen Bundesfreiwilligendienst. Er möchte deswegen seine Aufenthaltserlaubnis um ein weiteres Jahr verlängern. Die Absolventin interessiert sich für handwerkliche Berufe. Sie absolviert deswegen eine Ausbildung in einer Schreinerei.
Der Bewerber hat praktische Vorkenntnisse. Er erhält deswegen die Zusage für die betriebliche Ausbildung. Viele Jugendliche schätzen soziale Arbeit. Sie wählen deswegen einen freiwilligen Dienst im Altenheim. Die Studentin braucht finanzielle Unabhängigkeit. Sie sucht deswegen rechtzeitig einen Nebenjob. Modalverb plus Infinitiv. Der Schulabgänger hat noch keine klaren Zukunftspläne. Deswegen muss er rechtzeitig eine Berufsberatung aufsuchen. Die Bewerberin spricht fließend 3 Fremdsprachen, deswegen kann sie problemlos ein internationales Brückenjahr absolvieren. Der Notendurchschnitt des Schülers ist leider nicht gut genug. Er sollte deswegen eine betriebliche Ausbildung im Inland in Erwägung ziehen. Futur 1 werden plus Infinitiv. Die Absolventin möchte praktische Erfahrungen sammeln. Deswegen wird sie ein betriebliches Praktikum absolvieren. Viele Bewerber haben keine klaren Vorstellungen von der Zukunft, deswegen wird die Agentur die Berufsberatung optimieren. Der junge Mann schätzt die gemeinnützige Arbeit, er wird deswegen einen Bundesfreiwilligendienst im Altenheim leisten. Hilfsverb plus Partizip 2. Der Schulabgänger hat sich im Ausland sozial engagiert, deswegen ist er persönlich stark gewachsen. Die Absolventin wollte ihre praktischen Fähigkeiten testen, deswegen hat sie ein betriebliches Praktikum absolviert. Der Bewerber braucht eine staatliche Aufenthaltserlaubnis, er hat deswegen den Bundesfreiwilligendienst rechtzeitig angetreten. Verben plus Partizip 2 passiv. Einige Jugendliche sind bei der Studienwahl unentschlossen, deswegen wird die Berufsberatung online angeboten. Die gemeinnützige Einrichtung hat viele neue Bewerber, deswegen werden die Unterkunft und Verpflegung komplett übernommen. Das Brückenjahr im Ausland erfordert viel Organisation. Es wird deswegen von einer spezialisierten Agentur erfolgreich vermittelt. Modalverb plus Partizip 2 plus werden passiv. Einige Jugendliche sind bei der Berufsorientierung überfordert. Deswegen muss die betriebliche Ausbildung rechtzeitig erklärt werden. Die Bewerbungsfrist für das Brückenjahr endet bald. Deswegen sollte die staatliche Aufenthaltserlaubnis sofort beantragt werden. Das soziale Projekt braucht finanzielle Unterstützung. Es kann deswegen von einer gemeinnützigen Einrichtung erfolgreich gefördert werden. Hilfsverb haben plus Vollverb Infinitiv plus Modalverb Infinitiv. Die Absolventin hat endlich eine Zusage für die betriebliche Ausbildung erhalten. Deswegen freut sie sich sehr, weil sie den Vertrag gestern hat unterschreiben können. Viele Jugendliche sind bei der Berufsauswahl oft komplett orientierungslos. Deswegen ist die Berufsberatung so wichtig, weil der Berater ihnen hat helfen müssen. Hilfsverb haben plus Vollverb Infinitiv plus lassen, wenn, hören, Infinitiv. Die Absolventin hat ihre Bewerbungsunterlagen komplett überarbeitet, deswegen hofft sie auf den Erfolg, weil sie ihre Zeugnisse von der Agentur hat korrigieren lassen. Der Schulabgänger interessiert sich für gemeinnützige Arbeit, deswegen freut er sich auf das Treffen, weil er den Leiter über den Freiwilligendienst hat sprechen hören. And to top it all off, we will finish today's session with a set of useful phrases and expressions on this topic. It is precisely thanks to having these building blocks in your vocabulary that your speech will eventually become natural and fluent, as you won't need to piece together a large number of individual words while frantically trying to put them in the right case with the correct ending. Ausbildung und Orientierung, Vocational Training and Orientation. Die fundierte Berufsausbildung im Betrieb absolvieren, sich rechtzeitig über alle Berufe informieren, den Schulabgängern bei der Orientierung helfen, für ein anspruchsvolles Medizinstudium nicht in Frage kommen. Brückenjahr und Ausland, Gap Year and Abroad. Ein spannendes Überbrückungsjahr im Ausland machen, sich diese wertvolle Erfahrung trotz der Kosten leisten, geeignete Jobs in Inland und Ausland vermitteln, die staatliche Aufenthaltserlaubnis rechtzeitig beantragen. Freiwilligendienst und Engagement.
Voluntary Service and Engagement. Einen Bundesfreiwilligendienst im Altenheim leisten, kostenfreie Verpflegung und Unterkunft erhalten, sich in einer gemeinnützigen Einrichtung sozial engagieren, durch ein freiwilliges ökologisches Jahr persönlich wachsen. Bewerbung und Praxis, Application and Practice. Praktische Kenntnisse gewinnbringen, einbringen. Die Bewerbungsunterlagen für das Gespräch komplett überarbeiten. Ein betriebliches Praktikum probeweise machen. Die Zusage für den begehrten Ausbildungsplatz erhalten. That is all for today. Thank you so much for watching. I suppose nostalgia has paid everyone a visit today, giving us a chance to look back on our school years. Looking back, you realize that even the exams and tests, which once seemed so terrifying, were actually exciting challenges that help us grow. And school friends were there for us not just to help with studying, but to share in all the time fun after class and during vacations. If you found this video helpful, please smash that like button, subscribe to the Botany channel, and scan this QR code right here to join our challenge. You can also download today's presentation from the link in the comments. Step by step, we will reach the summit. Keep pushing, stay motivated, and see you next time.